euer Markenportfolio verwirrt, statt Orientierung zu geben, dann ist es Zeit, die Markenarchitektur aufzuräumen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Marken strategisch strukturiert für mehr Klarheit, Effizienz und Erfolg. Viele Unternehmen wachsen organisch. Neue Produkte oder Dienstleistungen werden entwickelt, Unternehmen hinzugekauft. Doch ohne eine durchdachte Markenarchitektur entsteht Chaos. Die Markenidentität verwässert, interne Prozesse werden ineffizient, KundInnen sind maximal verwirrt. Wer langfristig erfolgreich sein will, braucht nicht nur ein gutes Portfolio, sondern eine Markenarchitektur, die so aufgebaut ist, dass ihr euren Markt gezielt bearbeiten könnt. Ganz wichtig, eine Markenarchitektur ist kein Organigramm. Sie bildet keine vorhandenen internen Strukturen ab. Sie dient der systematischen Strukturierung der Marken eines Unternehmens. Mit der Markenarchitektur definiert und organisiert ihr, wie Einzelmarken und Submarken zueinander und in welchem Verhältnis sie zur Dachmarke stehen. Das Ziel ist, Marken sinnvoll entweder voneinander abzugrenzen oder aber in Beziehung zu setzen, um sie gezielt zu vermarkten. Welche Markenarchitektur ist nun die richtige? Das hängt von eurer Strategie, euren Zielgruppen und eurem Markt ab. Diese 4 Punkte helfen bei der Entscheidung. Erstens, Unternehmensziele. Wie flexibel muss die Markenarchitektur sein? Wer viele neue Produkte integrieren will, braucht eine Struktur, die mitwächst. Zweitens, Markensynergien. Wie sehr dürfen die Marken miteinander verbunden sein? Drittens, Markenbekanntheit. Wie stark sind bestehende Marken, gerade bei Zukäufen? Lohnt sich die Integration oder bleibt die Marke eigenständig? Und viertens, Ressourcen. Habe ich die Ressourcen, mehrere Marken zu führen? Architektur und Umsetzung müssen zusammenpassen, sonst bleibt die Strategie Theorie. Die einfachste Art der Markenarchitektur ist natürlich die Unternehmensmarke. Jeder Service, jedes Produkt läuft unter dem gleichen Markennamen. Das Unternehmen ist mehr oder weniger identisch mit der Marke. Ein Beispiel dafür ist Sites. Dieses Szenario ist natürlich sehr effizient, doch bei Erweiterung des Portfolios kann es an seine Grenzen stoßen. Ich zeige euch, wann das der Fall ist. Ihr habt eine starke Dachmarke, deren Angebot verbreitert wird oder werden soll. Hier bietet sich die Branded House- oder Dachmarkenstrategie an. Die etablierte Muttermarke ist wörtlich als Dach zu verstehen, unter dem sich weitere Submarken subsumieren. Die Dachmarke bleibt strategisch und visuell im Fokus. Ein Beispiel dafür ist Nivea mit Nivea Men, Nivea Sun, Nivea Q10. Das ist dann sinnvoll, wenn die Dachmarke so etabliert ist, dass ihre Wahrnehmung positiv auf die Submarken abstrahlt. So profitieren gerade neue Marken vom Image der Muttermarke. Euer Unternehmen führt mehrere Marken innerhalb des Portfolios, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und von der Muttermarke profitieren können. Hier bietet eine Endorsed Brand Strategie Flexibilität innerhalb eines verbindlichen Rahmens. Die Submarken erhalten dann individuelle Auftritte und Markenbotschaften, werden aber durch die Signatur der Dachmarke gestützt. So werden positive Assoziationen mit der Muttermarke auf neue Produkte oder Marken übertragen. Ein Beispiel dafür ist Benuta mit Benuta Pop, Benuta Nest, Benuta Pure und Benuta Finest. Ziel der Endorsed Brand Strategie ist, die klare Unterscheidung der Produktpalette herzustellen. Sie ermöglicht eine differenzierte, zielgruppengerechte Kommunikation für jede Submarke. Die Dachmarke als Referenz stiftet zusätzliches Vertrauen. Manchmal wird diese Strategie auch gewählt, wenn ein Unternehmen Marken schrittweise näher an die Unternehmensmarke heranführen will. Euer Unternehmen bietet sehr heterogene Produkte an oder Produkte, die zur gleichen Kategorie gehören, zum Beispiel Speiseeis. Dann kann es sinnvoll sein, ein House of Brands zu bauen. Das heißt, dass Marken in Positionierung, Branding und Marketing sehr klar voneinander getrennt sind. Ein House of Brands versammelt mehrere sehr eigenständige Marken unter einem Dach. Die Dachmarke bleibt dabei oft im Hintergrund, wie zum Beispiel Unilever bei Langnese, Magnum und Ben & Jerry's. Ziel der Einzelmarken- oder Mehrmarkenstrategie ist, eine möglichst breite KäuferInnenschicht anzusprechen, ohne dass sich das Angebot kannibalisiert. Wie gesagt, Sinn und Zweck einer Markenarchitektur ist die gezielte Marktbearbeitung. Sie ist das wichtigste Kriterium für die Wahl eures Modells. Ihr seht, die richtige Markenarchitektur ist nicht banal, sondern zentral für den Unternehmenserfolg. Eure KundInnen finden sich besser zurecht, eure Produkte lassen sich gezielt vermarkten und eure Marke bleibt konsistent, auch bei Wachstum oder Reorganisation. Vor allem aber verschafft ihr euch selbst Sicherheit bei Entscheidungen rund um neue Angebote, Namings oder Brandings. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Positionierung eurer Marken erarbeitet, dann schaut euch unser Video zum Brandframe Markenmodell an. Tot de volgende keer!